Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch meine festliche Baileys Kirschtorte. Sie besteht aus meinem dunklen Biskuit, den ich mit etwas Schokolikör verfeinert habe, und einer leckeren Baileys Sahnecreme, natürlich dem Kirschkompott und obenauf der fantastischen, wunderschönen Dekoration. Alle wichtigen Infos zum Rezept findet ihr immer hier unten unter dem Titel in der Videobeschreibung. Dort findet ihr auch immer den Link zum Rezept zu meinem Blog zum Ausdrucken. Hier auf dem kleinen i verlinke ich euch das Video zum dunklen Biskuit. Den kennt ihr vielleicht alle schon. Den müsst ihr euch natürlich am Vortag vorbacken, denn wir starten gleich in die Zubereitung unseres Kompotts und unserer leckeren Baileys Sahnecreme. Für den Kirschkompott habe ich mir erstmal die Kirschen schön abgetropft, den Saft natürlich auffangen und wir geben etwas Puddingpulver, Schokolade in einen Topf. Könnt ihr auch Stärke verwenden, das geht natürlich auch. Ich gebe da jetzt nach Geschmack einfach noch ein bisschen Vanillezucker hinzu, sagen wir mal so 2 Esslöffel erstmal, und rühre das Pulver mit etwas kaltem Saft an. Schauen, dass es wirklich schön klümpchenfrei verrührt ist. Sehr gut. Jetzt geben wir den restlichen Saft hinzu. Das kochen wir uns jetzt zu einem Pudding. Einfach gerade unterrühren, aufkochen lassen, 1 Minute kochen lassen und schauen, wie dick ist jetzt unsere Masse. Es sollte ja so sein, dass es wirklich gut auf der Torte dann auch liegen bleibt als Schicht. Deswegen brauchen wir hier nicht so viel Flüssigkeit. Einfach schauen, dass ihr mit dem Rest des Saftes dann auskommt. Und dann heben wir uns noch die Kirschen unter. Und wer mag, kann auch gerne noch einen Schuss Likör hinzugeben oder auch Baileys. Aber auch Kirschlikör oder Kirschwasser wäre möglich. Und wenn ihr keinen Schokopudding daheim habt, dann nehmt etwas Stärke, einfach so 30 Gramm Stärke und 10 Gramm Kakao. Dann habt ihr auch einen Schokopudding am Ende. Kräftig rühren, dass wirklich nichts anbrennt und dass ihr keine Klümpchen bekommt. Und sobald die Maske andickt, dann schön fester rühren. Ich habe jetzt sämtlichen Saft dazugegeben. Das ist genau die richtige Konsistenz, dass die Masse fest wird. Jetzt 1 Minute kochen lassen. Unter ständigem Rühren und dann die Kirschen noch unterheben. Und dann haben wir unsere erste Lage für den ersten Boden schon fertig. Und damit euch das nicht anbrennt, die Hitze natürlich runterstellen. 1 Minute ist rum und ihr seht, es ist ein wunderbarer Pudding sozusagen entstanden. Schön fest. Jetzt kann ich noch die Kirschen hinzugeben. Gerade die Kirschen noch unterheben. Und ihr seht, das ist schön dick. Das passt genau und das kommt jetzt auf unseren ersten Boden. Unseren Kirsch-Schokopudding während des Abkühlens ab und zu mal umrühren, dass sich keine Haut bildet und dass er so ein bisschen geschmeidig bleibt, bis wir mit der Creme fertig sind und uns den ersten Boden geschnitten haben. Dann ist er auch schön abgekühlt und wir können ihn dann gleich auf den untersten Boden auftragen. Gerade beiseite. Jetzt schlagen wir die Sahne steif für unsere Creme und zwar 600 Milliliter Schlagsahne, natürlich gut gekühlt. Und wir brauchen 6 Teelöffel Sanapart, vermischt mit 3 Esslöffeln Vanillezucker. Ihr könnt statt des Sanaparts natürlich auch Sahnefest verwenden. Dann am besten 3 bis 4 Tütchen Sahnefest. Schön anschlagen und dann während des Schlagens unsere Mischung Sanapart und Zucker dazu rieseln lassen. Wunderbar, unsere Sahne ist schon gut steif. Wir werden uns jetzt in einer anderen Schüssel noch die Creme Fraiche mit dem Baileys vermischen. Dazu auch nochmal Sanapart geben und das Ganze dann hier unterheben. Gerade beiseite 150 Gramm Creme Fraiche und 200 Milliliter leckeren Baileys. Das ganz Besondere an dieser Torte und für alle Baileys-Liebhaber ist diese Torte natürlich der Wahnsinn. Gerade miteinander so ein bisschen erstmal verrühren. Oh mein Gott, wie lecker! Und jetzt kommen hier nochmal 6 Teelöffel Sanapart hinzu. Die 12 Teelöffel Sanapart entsprechen 6 Blättern Gelatine für die Füllung. Ihr könnt natürlich dieses Rezept auch mit Gelatine oder Agatine herrichten, aber dieses Mal zeige ich es mal mit Sanapart. Gerade während des Schlagens hinzurieseln lassen.
Das reicht auch schon. Und jetzt werden wir die beiden Cremes kombinieren. Hier haben wir ja unsere Sahne. Und da kommt jetzt einfach unsere Crememischung dazu. Und wir verrühren das gerade noch mit der Sahne. Und ihr seht, die Creme ist richtig schön fest geworden. Fantastisch. Schauen, dass wirklich alles gut verbunden ist. So lecker. Diese Creme kann man übrigens auch als Dessert sehr gut herstellen. Schmeckt fantastisch. Wir können unsere Torte füllen. Den Boden gerade schneiden und zwar in 3 Böden. Einer darf ruhig etwas dünner sein, der in der Mitte, und einer darf etwas dicker sein, der für den Boden. Das heißt, ich schneide jetzt erstmal auf 1,5 cm. Wunderschön, sehr, sehr fluffig und leicht und fein und schmeckt auch sehr, sehr gut. Also ich rate euch unbedingt, den Boden zu backen und nicht zu kaufen. Das ist nicht so schwer. Mit meinem Video kriegt ihr das auf jeden Fall hin. Den gerade noch beiseite. Und jetzt schneide ich den mittleren Boden auf 1 cm durch. Gerne auch zwischendurch drehen, dann geht es einfacher. Und ihr seht, wir haben wunderschöne 3 Böden. Der dünnere Boden wird jetzt unser mittlerer Boden und der andere wird unser unterster Boden. Der erste Boden ist auf meiner Tortenpappe. Jetzt kann unser Tortenring darum. So, und jetzt kommt auf diesen ersten Boden unser fantastischer Schoko-Kirschpudding. Gerne dürft ihr natürlich den Boden auch tränken, aber ich habe die Erfahrung gemacht, bei meinen selbstgebackenen Böden ist das nicht nötig. Wenn ihr allerdings gekaufte Böden habt, dann könnt ihr gerne noch etwas Baileys fürs Tränken verwenden oder Baileys vermischt mit Milch. Aber hier ist das nicht nötig. Natürlich glatt streichen, dass überall schön Pudding und Kirschen verteilt sind. Und ich kann euch sagen, das duftet schon sagenhaft lecker. Wunderbar, alles ist schön verteilt. Sollte die Füllung noch warm sein, könnt ihr die Torte auch noch mal kalt stellen. Ganz, ganz wichtig, damit jetzt nicht unsere kalte Sahne hier auf die noch warme Füllung kommt. Die Füllung sollte abgekühlt sein. Die Hälfte unserer Creme darf jetzt hier auf den Kirschboden. Ich habe meine Form extra noch mal kalt gestellt. Wieder schön verstreichen. Und ihr seht, eine fantastische, leckere Creme ist das geworden, unsere Baileys Creme. Und wenn sie euch zu flüssig vorkommt, dann gebt ruhig noch 1, 2 Teelöffel Sanapart hinzu. Das kann man immer noch angleichen. Aber so bleibt halt auch die Füllung dann wunderschön cremig und lecker. Schauen, dass die Kirschschicht richtig schön bedeckt ist, dass keine Kirsche mehr rausschaut. Alles schön glätten, dass wir eine schöne Schicht bekommen. Sehr lecker. Jetzt kommt der mittlere Boden hier drauf. Einfach vorsichtig darauf gleiten lassen. Vorsichtig andrücken. Die restliche Creme auf den mittleren Boden verteilen und natürlich wieder glatt streichen. Und ich kann euch sagen, die Creme schmeckt zum Reinlegen lecker. Also man kann sie auch super als Dessert zu allen möglichen Anlässen servieren. Wunderbar. Jetzt kommt unser letzter Boden oben auf und dann muss die Torte erstmal kalt gestellt werden. Und für den letzten Boden nehme ich mir immer die Unterseite meines Biskuits. Dann haben wir einen schönen geraden Abschluss. Vorsichtig überall andrücken und so am besten abgedeckt mit einer Haube darf die Torte nun mindestens 3 bis 4 Stunden, besser wie immer über Nacht, in den Kühlschrank und dann sehen wir uns wieder zum finalen Dekorieren. Die Torte war bei mir über Nacht im Kühlschrank, abgedeckt mit einer Haube wie immer. Sie ist wunderbar fest geworden, da tut sich nichts mehr. Deswegen werde ich sie jetzt aus dem Ring schneiden und mit Baileys Sahne und den Dekorelementen final dekorieren. Gerade mit einem scharfen Messer hier entlang schneiden, vorsichtig.
Man sieht auch am Messer, dass die Füllung fest ist. Wenn da nichts kleben bleibt, ist da alles in Ordnung. Wir öffnen uns wie immer den Ring vorsichtig und schauen mal, was aus unserer Torte geworden ist. Ja, da ist unsere wunderbare Baileys Kirschtorte. Ich finde, sie sieht auch so schon sehr, sehr verführerisch aus, aber wir werden das Ganze noch verfeinern. Ich habe jetzt hier nochmal 400 Milliliter Sahne. Dazu kommt Sahnefestiger. In diesem Fall nehme ich 4 Teelöffel Sun-Apart. Und da die Torte wahrscheinlich auch recht süß ist, werde ich nur noch einen Schuss Baileys hinzufügen, 1-2 Schnapsgläschen. Mal schauen und dann die Festigkeit der Sahne auch nochmal anpassen, eventuell mit einem weiteren Teelöffel Sun-Apart. Erst anschlagen, dann einrieseln lassen und dann geben wir auch noch ein bisschen Baileys dazu. Sehr schön, mittelfest aufgeschlagen. Ihr seht, ich habe 2 Schüsse Baileys dazugegeben. Das könnt ihr ganz nach Geschmack machen und wer die Torte alkoholfrei zubereiten möchte, was irgendwie ein bisschen widersinnig ist, aber es könnte ja sein, der nimmt einfach einen Karamellsirup statt des Baileys. Genau, wir werden uns die Torte eindecken. Wir fangen immer von oben an. Erstmal etwa die Hälfte meiner Baileys-Sahne gebe ich jetzt auf die Torte. Den Rest kann ich nachher noch etwas fester aufschlagen für die Rosetten. Und jetzt streichen wir die Sahne einfach hier in der Mitte glatt und zu den Seiten runter. Ganz wichtig bei einer dunklen Torte ist einfach, dass auch nichts durchschlägt, dass man so das Dunkle nicht drunter sieht, denn es soll ja ein Überraschungseffekt sein. Jetzt gehen wir hier an der Seite entlang und binden auch erstmal unsere Krümel hier. Erstmal so eine dünne äußere Schicht und da sind dann alle Krümel drin gebunden. Und jetzt können wir hier auch am Rand verstreichen. Schauen, dass die Sahne überall möglichst gleichmäßig verstrichen ist und eher zu viel nehmen als zu wenig, denn wir müssen das Ganze ja auch noch abziehen mit der Teigkarte und wirklich schön glätten. Wenn die Torte schön eingedeckt ist, dann könnt ihr hier abziehen mit der Teigkarte, einmal drumherum fahren, dass alles schön glatt wird und natürlich mit einer sauberen Palette, die man auch immer wieder abstreicht, zur Mitte hin glätten. So wird die Torte dann ganz glatt. So, und ihr seht, die Torte ist sehr schön eingedeckt. Jetzt können wir uns ans finale Dekorieren machen. Zuerst werden wir uns den Rand dekorieren. Und zwar nehme ich hier Schokoraspel, Zartbitterschokolade. Einfach vorsichtig mit der Teigkarte oder gerne auch mit einer Zitrone, die man in die Schokoraspel tunkt, andrücken. Ich mache es seit Jahren so mit der Teigkarte. Vorsichtig andrücken. Das, was runterfällt, kann man weiterverwenden. Einmal ringsum gehen, die Reste mit dem Backpinsel abfegen, hier unten vorsichtig und einfach händisch noch schauen, wo sind noch Löcher, wo muss ich noch was machen. Dann sehen wir uns wieder zur Dekoration oben auf. Ich habe hier unten den Rand mit dem Backpinsel abgefegt, sodass die restlichen Schokostückchen einfach weiterverwendet werden können. Und wir teilen uns die Torte ein. Ich teile sie mir in 14 Stücke ein dieses Mal. Vorsichtig ringsherum eindrücken. Jawohl, sehr schön. Wir sehen genau, wo wir hin spritzen müssen. Für die Rosetten verwende ich die Tülle 1M. Die restliche Sahne habe ich mir nochmal etwas steifer aufgeschlagen. Und die letzte. Wir haben noch etwas übrig, das heißt, wir können, wenn wir wollen, noch einen Mittelring spritzen. Ich werde aber jetzt erstmal meine Giotto aufsetzen. Das hier ist eine Sonderedition. Und ich fand, das passte so gut dazu. Ihr könnt natürlich auch die normalen nehmen, dann vielleicht außenrum lieber krokant, weil die ja hell sind, die anderen. Und die letzte Kugel. In die Mitte kommen jetzt noch ein paar
Ja, unsere Baileys Kirschtorte ist fertig. Ich finde sie wunderschön geworden. Sieht fast so ein bisschen aus wie eine Schwarzwälder, finde ich. Ich verrate euch jetzt, sie ist für meinen ältesten Sohn zum 24. Geburtstag und ich werde sie wie immer für euch probieren. Los geht's, wir schneiden unsere wunderschöne Torte an. Und da kommt unsere Baileys Kirschtorte. Einfach ein Traum von Torte. Ich könnte mich jetzt schon reinlegen. Mir läuft das Wasser schier im Mund zusammen. Lecker, lecker, lecker kann ich nur sagen. Sie duftet wahnsinnig lecker und sie sieht so ein bisschen aus wie eine Schwarzwälder und hat auch was von einer Schwarzwälder, finde ich. Lasst uns probieren. Die Torte ist ein Traum, ich sage euch, mit den Baileys, mit den Schokoböden, mit den Schokokirschen und natürlich mit der fantastischen Dekoration mit Zartbitterschokolade und den dunklen Giotto. Ein Traum, müsst ihr unbedingt nachbacken. Es ist einfach der Wahnsinn, diese Torte. Das war die wunderschöne Baileys Kirschtorte. Ich hoffe, euch hat das raffinierte Rezept gefallen. Sie schmeckt fantastisch lecker und ist für viele schöne Anlässe geeignet. Geburtstage, Vatertag, Muttertag, egal. Ich finde, es ist einfach ein traumhaftes Rezept. Backt sie einmal nach und wenn ja, dann schickt mir eure Fotos auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Direkt unter dem Titel öffnet sich die Beschreibung. Wenn ihr mehr anklickt, dann seht ihr den gesamten Text. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche Sonntag um 10 Uhr hier wiedersehen. Bis dahin macht's gut, viel Spaß beim Backen, bleibt gesund. Tschüss!